Liebe Bayern-Fans, vielen Dank für eure Fragen. Ich habe viele Ratschläge bekommen, aber der Ratschlag, vielleicht der mir am meisten im Kopf geblieben ist, Respekt und Demut vor Aufgaben zu haben und das Menschliche immer im Vordergrund zu sehen. Da ich sehr viel mit Fußball zu tun hatte, war mein Kindheitsheld auch aus dem Fußball und meine Vorbilder Lothar Matthäus und Berti Vogts waren meine Helden. Dass ich in der E-Jugend tatsächlich Torschützenkönig geworden bin. Mein Kollege und ich, wir beide waren so ein bisschen die herausragenden Spieler in der E-Jugend des FC Bayern und er hatte, glaube ich, 7 Tore Vorsprung am letzten Spieltag und wir haben dann gegen, ich meine, Neuried gespielt und ich habe 8 Tore geschossen und er 1 und somit war ich Torschützenkönig und habe dann in einer Streichholzschachtel 32 Pfennig bekommen dafür. Spazieren gehen, Ruhe. Im Kreis meiner wichtigsten Menschen um mich herum, das ist die Zeit, wo ich am besten abschalten kann. Ich bin ein Spielkind, also alles, was mit Ball zu tun hat, bin ich sehr affin, nicht mehr so geschickt, wenn ich das sagen kann. Und der Muskelfaser reißt dann auch ab und zu, wenn man Basketball oder Tennis spielt. Aber tatsächlich Fußball ist mein Leben. Was ich aber auch ganz gut konnte und noch kann, ist Skifahren. Wahrscheinlich nicht so gut wie Basti Schweinsteiger, dass ich irgendwie in welchen Kader berufen war. Aber tatsächlich mit 15 musste ich mich entscheiden, soll es eher Skifahren oder Fußball werden. Ich kann sagen, ich habe mich absolut richtig entschieden. Aber Skifahren fahre ich trotzdem noch sehr gerne heute. Die ganzen Namen kennenzulernen aller Mitarbeiter. Das scheint mir eine große Aufgabe zu sein. Das ist eher der spaßige Part, aber das ist tatsächlich für mich ein wichtiger Part, weil für mich, das habe ich jetzt glaube ich auch das ein oder andere Mal in einem Interview auch schon gesagt, ist für mich diese Gemeinschaft eine elementar wichtige und wie groß auch ein Verein ist und wie herausragend er die Arbeit tätigt, ist dieses Miteinander, dieses Menschliche für mich doch dann immer diese Visitenkarte nach außen und das möchte ich einfach leben. Das ist mein Ansinnen, mit Menschen zusammen Dinge zu erreichen. Da glaube ich, werde ich hier auf sehr nährbaren Boden stoßen, wenn ich das so jetzt schon spüre in den ersten Stunden, die ich hier bin. Und ja, die anderen größten Aufgaben, die ich habe, ergeben sich von selber. Also einen Trainer zu finden, der den FC Bayern in eine Zukunft führt, der hoffentlich dann eben auch langfristiger arbeiten kann, eine Mannschaft zu bauen, die uns auch Erfolg bringt und auch eine gewisse Identifikation schafft. Die größten Bayern-Legenden, ich glaube, die 70er waren ein Stück weit eben auch die Zeit, die FC Bayern haben entstehen lassen in dem Maße, was es heute ist. Dementsprechend, glaube ich, musst du Sepp Maier nennen, du musst Franz Beckenbauer nennen, du musst Gerd Müller nennen, Uli Hoeneß natürlich, der dann eben auch den Schritt danach gemacht hat, wie auch Karl-Heinz Rummenigge, der beide Facetten bei Bayern München geprägt hat. Und jetzt möchte ich aber keinem der aktuellen Spieler irgendwie zu nahe treten, aber natürlich die mit 11 Meistertiteln in Folge haben einen extrem großen Anteil an dem, was da gerade passiert ist. Also bei Bayern Legenden herauszustreichen in einer kurzen Antwort ist eigentlich gänzlich unmöglich.